Hallo Freunde, heute geht's weiter mit dem Wand. So habe ich schon lackiert mit 2K Klarlack von PKW. Habe ich Eingang gemacht, nach halber Stunde, zweiter Gang gemacht, aber mit schnell trocknender Klarlack. Deswegen ist heute 24 Stunden, nach 24 Stunden ist richtig hart. Manche fragen, warum mit Alimaus, das sieht schon gut aus. Wand, das für Stadt sollte reichen. Ich sage euch nein, leider. Ich war Lackierer in meinem Leben und deswegen, wie bei Lackierer, die Oberfläche muss perfekt sein. Jeder kleine Pickel, jede Ungleichheit muss gerade sein. Genau und so weiter. Wenn ich fasse jetzt mit Hand an, da fühlt sich rau an. Weil ich habe vorher mit P60er Schleifpapier gearbeitet. Warum? Weil damit er mehr Klarlack reinzieht und die Phase nach oben steht alles. Und jetzt ist die Phase nach oben gegangen und ich will Spachteln. Wenn jetzt gleich gehe ich mit Spachtel drauf, Masse von PKW beige, dann ist natürlich schlecht, weil viel Spachtel wird gebraucht. Jetzt schleife ich mit P120er einmal so grob, nicht perfekt, nur die Pickel weg und dann spachtel ich. Und dann geht's weiter. Wenn man genau sieht, anpasst, dann das ist nicht perfekt aus. Freunde, tut mir leid für die schlechte Bildqualität in dieser Szene. Ich habe bei Einschalten bestimmt mit dem Verstärkerfinger voll die Optik getroffen. Kurz zum Schleifen. Ich habe hier zuerst probiert, den 2K Lack mit P120er Körner anzuschleifen, aber das hat einfach viel zu lange gedauert. Deswegen habe ich mich entschieden, auf P80er zu wechseln und die große Rutsche von Pistol ansetzen. Damit war die Fläche ruckzuck fertig geschliffen. Danach wurde alles gründlich abgeblasen und mit Verdünnung gleich abgewischt. Die Fläche ist jetzt absolut staub- und fettfrei und bereit zum Spachteln. Für das Spachteln nehme ich eine ganz billige PKW 2K Spachtel in Beige. Der Vorteil, die Beigefarbe passt hinterher absolut perfekt zur Optik der OSB-Platten. Merkt euch, es geht hier überhaupt nicht darum, eine dicke Schicht aufzutragen. Wir wollen die Wand nicht verputzen, sondern wir wollen nur die tiefen Poren der OSB-Struktur komplett zu bekommen. Der Spachtel wird also scharf abgezogen. Ein ganz wichtiger Verstattipp, reinigt eure Werkzeuge absolut jeder Spachtelgang sofort, gründlich mit Waschverdünnung. Wenn der 2K-Spachtel erstmal auf der Spachtel auf Muck und hart wird, kriegt ihr ihn kaum noch runter. Und ja, bei Arbeiten riecht man die Chemie natürlich ordentlich. Mein Absaugen läuft zwar auf Volllast, aber der Geruch ist da. Aber genau dafür lieben wir echten 2K Lack und Spachtel. Nach dem schnell Aushärten verfliegt der Geruch komplett und es riecht absolut noch gar nichts mehr. Freunde, ich sage euch ehrlich, wie es ist. Ich habe hier mit den Festelrutsche und P80 angefangen, der 2K Spachtel zu schleifen, aber das Zeug hatte wie fast immer am Anfang eine klebige Oberfläche. Das verstopft das Schleifpapier sofort. Der Spachtel selbst ist nach dem Aushärten gar nicht mal so extrem hart, aber durch das Verkleben braucht der Rutsche einfach viel zu lang. Damit stehe ich morgen noch hier. Eine Rutsche ist super für den Feinschliff, aber um diese große Fläche schnell plan zu bekommen, fehlt ihm einfach der aggressive, schnelle Abtrag. Deswegen breche ich das hier ab und hole meine Geheimwaffe aus Teil 2 zurück, meine reine Rotationsmaschine mit dem 150er Teller, und wir gehen direkt auf P60er Körner runter. Jetzt werfe ich die Absaugung an und ihr werdet sehen, wie die Maschine der Spachtel weghaut. Und hier noch ein echter Verstattipp von mir. Zwischendurch reinige ich die Schleifscheibe einfach mit einer Drahtbürste. So bürste ich die klebrige Stelle aus dem Schleifpapier heraus. Muss nicht ständig die Scheibe wechseln und spare eine Menge Material. Damit holen wir uns die Zeit wieder zurück. So Freunde, die 3 Quadratmeter Fläche sind komplett blank geschliffen. Für die Ecke und Kanten habe ich kurz den Rutsche genommen, weil die runde Scheibe dort natürlich nicht hinkommt. Danach habe ich alles gründlich abgeblasen. Schaut mal, der Beigespachtel sitzt jetzt nur noch tief in den Poren. Die Fläche ist absolut eben und bereit für
ab. Jetzt mischen wir frischen 2K Klarlack an, diesmal aber komplett ohne Verdünnung. Warum diesmal nicht mit dem Pinsel? Ganz einfach. Der Wand hat vor dem Spachtel schon die erste Klarlackschicht bekommen. Das Holz saugt also nicht mehr. Mit dem Pinsel würde es viel zu lange dauern und man muss extrem auf Löwe aufpassen. Mit der Schaumstoffrolle passiert das nicht und wir tragen direkt eine ordentliche erste Schicht auf. Ein genialer Werkstatttrick. Pack die Rolle zwischen den Gängen einfach in eine Gummihandschuhe. Da der Klarlack extrem schnell trocknet, bleibt die Rolle so perfekt frisch, bis der zweite Gang dran ist. Nach 15 Minuten kommt direkt die zweite Schicht. Ganz wichtig zum Schluss. Rollt die ganze Wand noch einmal gleichmäßig von unten nach oben ab. Das gleicht die Schichten absolut perfekt aus. Ich habe für die beiden Gänge insgesamt 500 ml fertigen 2K Klarlack mit Härteverbrauch. Auf dem Spachtel ergibt das eine richtig solide Schicht. Damit haben wir den nächsten Teil genug Material zum Feinschleifen und für das finale Lackieren mit der Pistole. Bis zum nächsten Mal bei Werkstatt Vitali.